Meine Damen und Herren, liebe Kinder, ich begrüße Sie zum heutigen YouTube-Video. Das Ganze wird sich um Nara Smiths Erfolgsgeheimnis drehen und ob dieses berechtigt ist. Weil ich kann so viel sagen, Ihre Kommentare sind nicht immer positiv. Falls ihr jetzt vielleicht eingeschaltet habt und euch denkt, worüber redet die eigentlich? Ich glaube, da habt ihr einiges verpasst. Zumindest in der TikTok-Bubble wird das definitiv jeder von uns schon gesehen haben. Wir fangen vielleicht mit einer kurzen Vorstellungsrunde von ihr an. Nara Smith ist eine Mutter, ich meine, von 3 Kindern. Auch eine recht junge Mutter. Sie hat gerade erst ein Baby geboren. Sie selber ist deutsch, wohnt aber meines Wissens in Amerika und hat einen wirklich sehr cuten Boy, also beziehungsweise ihr Ehemann, der ziemlich berühmt auch ist und vor allem auch in der Modelwelt. Nara Smith ist mit ihren Kochvideos berühmt geworden, hat mittlerweile schon fast 7 Millionen Follower auf TikTok erreicht und ich will gar nicht wissen, in welcher Zeit, weil das ging ja rasant nach oben, also wirklich crazy. Und naja, jetzt würde man sich denken, ja Anna, du machst auch Kochvideos, warum ist es bei ihr so durch die Decke gegangen? Und darüber werden wir jetzt heute sprechen. Wir gucken uns vielleicht als allererstes mal ein Video zusammen von ihr an, damit jeder hier auch auf dem gleichen Stand ist. Ihre Videos fangen eigentlich ziemlich gleich immer an. Das ist auch das Erstaunliche, weil heutzutage wird ja eigentlich alles nur noch geschaut, was super schnell ist, super schnell geschnitten, krasse Musik, schneller, lauter, weiter, so gefühlt. Und ihre Videos sind das komplette Gegenteil. Und ich glaube, das finden die meisten von uns super entspannt und irgendwie auch mal wieder was anderes. Heißt, ihre Videos werden immer mit der gleichen ruhigen Musik unterlegt und dann kommt ihre super beruhigende Stimme und sie kommt rein und fängt langsam an zu kochen. So, und was natürlich das Krasse ist bei ihr, sie macht alles selber. Von der Butter, von Cereal, von... Oh, ich weiß auch nicht. Ich habe schon so viele Videos von ihren Rezepten gesehen. Und das ist, glaube ich, auch das Interessante, weil man das heutzutage erstens nicht sieht. Keiner hat Zeit dafür und meistens ist es auch noch zu teuer. Ich meine, warum sollte man Cornflakes selber machen, wenn man in den nächsten Store rennen kann und sich da, sag ich mal, relativ günstige Cereal kaufen kann? Combine all my dry ingredients into a bowl, give that really slowly add some oil and water. Naja, und basically sehen wir jetzt halt, wie sie das Rezept von den Cornflakes zubereitet. Aber was ich auch super interessant finde, sie interagiert gar nicht wirklich mit uns, also mit der Kamera. Was ich persönlich auch dann irgendwie so ein bisschen fragwürdig. So, hier kommt Frau Anna gerade aus dem Schnitt. Das stimmt mal so überhaupt nicht. Also, wenn man sich mal ihren ganzen Content auf Social Media anguckt, die ist so real, die zeigt wirklich alles von sich. Also, da habe ich irgendwie falsch geredet. Das stimmt auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, das triggert einen oder das findet man halt so krass interessant, weil sie wirklich, also die ist so real, die postet richtig viel über ihr Leben. Aber ich glaube, was wir halt so interessant finden, ist, sie ist super reich, sie hat immer die krassesten Outfits an und meistens wirklich so Abendkleider oder wirklich richtig schöne Garderobe und das in der Küche. Da denkt sich ja jeder so, also wir rennen so definitiv nicht alle in der Küche rum. Dann sieht sie einfach krass schön aus und ja, hat halt diesen High Standard, den die meisten von uns eigentlich nicht leben können, weil ich meine, sie kocht jedes Gericht selber und steht dafür bestimmt 4 Stunden oder so in der Küche. Also ich glaube, das ist der erste Punkt. Dieses Reichsein, dieser Wohlstand, diese Zeit für so belanglose Dinge zu haben und diese Ruhe, die sie mit in ihre Videos bringt. Und man könnte fast auch schon sagen, wenn man jetzt das nächste Video anschaut, dieses Outfit, wo sie da anhat, das ist ja fast wie früher. Wisst ihr, man kennt ja noch diese Werbesendungen, diese hübschen Frauen, die eigentlich nichts anderes machen, als nur in der Küche stehen und irgendwie kochen. Und das in unserer heutigen Gesellschaft sieht man eigentlich wirklich nicht mehr oft.
Es gibt noch eine andere TikTokerin, die ist auch so krass durch die Decke gegangen, weil sie eine super hübsche Frau ist, auch super viele Kinder hat und auf einer kompletten Farm lebt, obwohl ihr Mann auch super reich ist. Also es ist irgendwie interessant zu sehen, dass diese ganzen Leute, die so mega den Reichtum haben, irgendwie wieder so einen Schritt zurückgehen und auf diese Oldschool-Family zurückgehen, in dieser heile Welt irgendwie, fast schon. Also ich wette, ihr habt auch schon mal von ihr gehört. Aber irgendwie, es macht super Spaß, diese Videos zu schauen, weil es halt einfach irgendwie was anderes mal wieder ist, wie so das normale Leben, was wir alle so kennen, was eben super schnelllebig ist. Und ich glaube, das fixt uns so und das finden wir irgendwie so nice anzusehen. Und ich meine, dadurch, mit dem Zusammenspiel, diese Ruhe, dieser Reichtum, dass das uns irgendwie fesselt. So, das ist die eine Seite. Dann gibt es natürlich auch die andere Seite. Alle Menschen, die heutzutage Fame werden, naja, es gibt eine Seite, die wird geliebt und die andere wird gehasst. Dementsprechend kriegt die liebe Nara auch sehr viel Gegenwind, der sozusagen wie folgt aussieht. Wer hat heute noch Zeit, so lange in der Küche zu stehen? Wie langweilig? Was ein Leben? Sowas ist heutzutage überhaupt nicht möglich. Reich muss man sein. Wir starten direkt mal mit dem ersten Kommentar. Wie reich man sein muss, um so leben zu können. Reichtum muss schön sein. Ich liebe Reichtum. Naja, basically geht alles darum, wie reich sie ist und über ihren Wohlstand und naja, im Großen und Ganzen kann man eigentlich sagen, es sind laute Kommentare wie, warum hat sie keinen normalen Job? Warum will man den ganzen Tag nur in der Küche stehen? Hat sie nichts Besseres zu tun? Und so weiter. Und dann frage ich mich doch, wieso wird eigentlich immer alles gehatet? Ich meine, sie ist permanent für ihre Kinder da, sie ernährt sie sowas von gut, sie macht alles selber, da sind keine Zusatzprodukte von irgendwas drin. Und ich meine, da kann man sich doch eigentlich nur ein Beispiel dran nehmen. Besser kann man seine Kinder ja wirklich nicht erziehen oder aufziehen. Und gleichzeitig ist es doch für uns auch einfach mal schön, in so einen Lebensstil oder in ihr Leben reinzuschauen. Aber es wird immer gleich alles so negativ heutzutage gesehen. Ich finde auch, Kommentare sind mittlerweile mehr einfach unsere Gedanken raushauen, wie das mal erst drüber nachgedacht wird, was man da überhaupt schreibt. Natürlich geht auch der Gegenwind sehr in die Richtung, dass ihr Mann natürlich sehr reich ist und er das ganze Geld nach Hause bringt und sie sich sozusagen ausruhen kann und Hausfrau sein kann. Es ist so Standard geworden, dass beide in der Familie natürlich arbeiten. Das ist natürlich auch super und soll auch so sein. Aber ich meine, wenn man Kinder bekommt, dann muss man ja sich auch mit diesen befassen und die aufziehen und nicht irgendwie in die nächste Kita stecken. Das ist heutzutage gang und gäbe und so kann man nur leben, wenn man natürlich reich ist, weil wenn man keinen Wohlstand hat, dann müssen natürlich beide Elternteile zur Arbeit gehen, weil sie sich sonst nicht leisten können. Ich persönlich finde den Hate absolut nicht gerecht. Heutzutage muss ja immer alles ein bisschen auseinandergenommen werden, ne? So, jetzt kommen wir aber zu den positiven Kommentaren, weil die meisten sind wirklich sowas von obsessed mit ihr und ich würde sagen, ich auch. Wenn ich ihre Videos gucke, bringen die mich sowas von runter und es macht einfach Spaß, diese Kochvideos erstens zu sehen und auch, weil sie unfassbar hübsch ist und weil sie einfach ein Leben führt, das heutzutage überhaupt nicht gang und gäbe ist. Alles ist so super schnell, alles geht nur auf Erfolg getrimmt aus. Und sie entspannt ihr Leben, zieht ihre Kinder groß und kocht gefühlt den ganzen Tag. Also eigentlich in gewisser Weise so wie früher. Wie früher die Hausfrau einfach zu Hause geblieben ist, während der Mann gearbeitet hat. Und erstmal sind ihre Kommentare natürlich voll mit, wo ist dieses Kleid her, wo sind deine Klamotten her, weil sie einfach so Special Klamotten trägt, also wirklich auch wieder wie früher sozusagen. Dann zum Beispiel auch, das Essen ist so kostbar, sie macht einfach alles selber und warum redet niemand darüber, dass sie so eine beruhigende Stimme hat? Und das hört man wirklich sehr, sehr oft, dass über ihre Stimme, über ihr Aussehen und so weiter in den Kommentaren diskutiert wird. Dann natürlich auch sehr oft, könntest du mal ein deutsches Video reden und so weiter, weil es irgendwie verrückt ist, dass sie aus Deutschland kommt tatsächlich.
Das hier hat auch fast über 2000 Like. Bin ich die Einzige, die findet, dass ihre Stimme voll entspannt ist? Girl, wann kommt endlich ein Video auf Deutsch? Du bist so real dafür, dass du so ein Kleid anziehst und keine Angst hast, es zu bekleckern. Das ist auch geil. Und ich schaffe sogar Fischbällchen anbrennen zu lassen. Ja, weil, also wirklich, was die kocht, das ist der Wahnsinn. Das ist so inspirierend. Aber was kann sie nicht? Dann natürlich auch, wenn man fürs Frühstück 2 Stunden Vorbereitungszeit braucht. Ja, also ich würde echt mal gerne wissen, wie lange die in der Küche steht. Ich kann mir vorstellen, dass sie viel auch Haushaltshilfe und sowas hat. Dann sieht ihr Haus natürlich immer sowas von geil aufgeräumt aus. Und ich glaube, also eine heutige Mutter mit 4 Kindern, das wäre unmöglich, diesen Lebensstil aufrechtzuerhalten, wenn man nicht irgendwie gefühlt 2 Haushaltshilfen hat oder irgendwie noch eine Nanny oder sowas, die auf die Kinder aufpassen. Hier wieder, ich liebe Reichtum. Ich sitze hier und esse mein 1-Euro-Toast, während sie sowas Tolles macht. I never skip a Nara Smith Video. Also man sieht einfach, dass wir diesen Wohlstand und ihr Leben einfach hart feiern und irgendwie da obsessed mit sind. Weil klar, so ein Leben führt nicht jeder, kann nicht jeder führen. Meistens ist es auch so, dass die reichen Leute irgendwie nie so einen richtigen Einblick in ihr Leben zeigen. Sie gibt uns halt Vollstoff. Alles preis, zeigt halt ihre ganze Familie und ihr Lebensstil. Und dadurch, ich meine, ich glaube, die ist erst 24 oder sowas und hat schon so viele Kinder und irgendwie hat schon so ein krasses Leben. Ich sitze hier und muss erstmal mein ganzes Leben selber auf die Reihe bekommen und bin schon 25 und kann mir im Leben nicht vorstellen, so ein Leben wie sie zu führen. Mit so vielen Kindern schon und so gesettelt irgendwie. Also dafür Props to her. Ich könnte das nicht. Ich bin da momentan viel zu sehr in meiner Rave-Ära und Leben am Limit und keine Ahnung, aber so viel dazu. Und dann wollen natürlich auch sehr, sehr viele oder sehen sie halt auch als Vorbild, weil man hört sehr oft das Kommentar: Someone teach me how to be Nara Smith. Every day I watch these videos and realize how lazy I am. Ja, das ist irgendwie auch so als Inspiration, weil man eben heutzutage, man schiebt sich nur noch irgendwas rein, man guckt gar nicht, was ist da drin, man kauft sich irgendwas im Supermarkt und da ist so viel Zucker drin und so viel komisches Zeug, was man eigentlich gar nicht in seinen Körper reinschütten möchte. Ja, das ist halt irgendwie auch als Inspiration für uns auch mal wieder zu sehen, früher stand man einfach so lange auch in der Küche. Ich meine, früher konnte man nicht einfach zu irgendeinem Supermarkt rennen und sich da das Zeug kaufen. Sie macht ihr Brot selber, sie macht Käse, weiß was ich, also früher war das gang und gäbe. Was auch sehr krass momentan ist, also ich meine, die hat, glaube ich, vor 2-3 Wochen oder wahrscheinlich jetzt schon auch wieder einen Monat her ihr Kind bekommen. Leute, wie um Himmels Willen hat die von so einer Kugel plötzlich so einen flachen Bauch und sieht wieder so krass aus, weil eben das Kommentar, wie hat sie so schnell nur nach der Geburt abgenommen und ist wieder auf ihren normalen Körperbau sozusagen zurückgekommen. Hier auch nochmal, okay, aber wieso macht man 1 Stunde Cornflakes, wenn man zum nächsten Supermarkt einfach 10 Minuten laufen kann? Das ist es halt. Was ist das Erfolgsgeheimnis von ihr? Ich würde sagen, uns fesselt ihr Lebensstil, ihr Reichtum, ihre Ruhe, ihre Schönheit und dieses Leben, diese, wie früher, Hausfrau, die nichts anderes macht, wie zu kochen und sich um die Kinder zu kümmern. Ich liebe diese Frau so sehr. Das ist natürlich nur meine Meinung. Ich gucke genauso gerne ihre Videos und das ist so mein Eindruck, den sie mir vermittelt und finde sowas auch wieder so unfassbar spannend, weil sie hat Millionen von Aufrufen. Das ist wirklich so krass. Und dass eine Person plötzlich einfach so einen Hype bekommt, nur durchs ruhige, entspannte Kochen. Also wirklich jedes Mal spannend, wie solche Hypes und solche viralen Videos entstehen. Oh, ich liebe sowas einfach. Genauso war es ja damals bei mir. So, ich habe einfach nur in Obst reingebissen und bin plötzlich dadurch durch die Decke gegangen. Da denkt man sich so, warum? Naja, so viel dazu. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren eure Meinung zu dem ganzen Thema stellen und ob ihr sie feiert oder einfach nur super nervig findet. Ja,
Und vielleicht gehe ich jetzt auch mal wieder in einen Secondhand-Laden und kaufe mir Ballkleider und stelle mich damit in die Küche und fange an, ganz in ruhig selber Butter, Brot und Käse herzustellen. Nein, Spaß. Ja, so viel dazu und danke fürs Zuschauen. Naja, stopp. Secondhand werden die Klamotten definitiv nicht von ihr sein. Ich glaube, die werden safe von Dior, Gucci und Chanel sein. Aber das kann sich die Frau Anna leider nicht leisten. So viel dazu.